Kleine Anmerkung, bevor wir das Video starten. Ich hatte ursprünglich schon 1,5 Stunden Videomaterial aufgenommen. Bei der Bearbeitung ist mir dann aber leider aufgefallen, dass es wohl komplett gelaggt hat und ich durfte die ganze Aufnahme einfach in die Tonne knallen. Das heißt, wundert euch bitte nicht, wenn ich gleich ein bisschen durchrushe durchs Game, beziehungsweise durch den Anfang, denn ich weiß jetzt natürlich auch schon, wo alles ist und was ich zu tun habe. Ja, trotzdem wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß und vielen Dank für das Verständnis. Hi, ich bin die Sui und heute werden wir ins kühle Nass springen und Subnautica Below Zero spielen. Ich freue mich schon sehr, sehr darauf, denn ja, ich habe Subnautica den ersten Teil sehr, sehr gerne gespielt und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Below Zero endlich Full Release hat. Und ja, es hat jetzt Full Release gehabt. Also dann fangen wir direkt an mit einem neuen Spiel. Ich sag vorab direkt, ich werde freies Spiel machen, denn ich finde Subnautica im Allgemeinen sehr fordernd und ich habe nicht so Ambitionen mit Hunger oder Durst zu spielen. Ich möchte mich mehr auf das Spiel an sich konzentrieren, als diesen Aspekt mit drin zu haben. So. This is the farthest that I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research isn't everything. It is to me and Sam. We need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 45-46 feet. Surface temperatures. Drop pod deployed. Das war wohl nicht so geplant, würde ich sagen. So. Ja gut. Ups, würde ich sagen. 46 feet. Enjoy your stay. Enjoy your stay, okay. Dann gehen wir direkt mal hier runter. Holy smokes. That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. So, ab ins Water, würde ich mal so sagen. Da hinten ist unsere Landekapsel. Da gehen wir direkt rein und gucken dann gleich, dass wir vielleicht... Haben wir schon das Inventar? Ich glaube ja, ne? Ja. Können wir vielleicht auf dem Weg schon mal ein paar Dinge mitnehmen? Das wäre sehr hilfreich tatsächlich. Da müssen wir das nämlich gleich nicht zwingend so intensiv angehen. Ribbon plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. Klopf, klopf. Klopf, klopf. So. Dann gehen wir einmal nochmal... Wohl, nee, eigentlich müssten wir es schaffen. Bis da hinten hin. Hoffentlich. Es wäre natürlich jetzt banal, wenn wir jetzt schon sterben würden. Oxygen. Aber nein. So. Down the drop pod. So. Was können wir denn hier schon eventuell machen? Das auf jeden Fall noch nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal zum Kelp. Und erstmal Sachen
Fange den Blasenfisch. Den werden wir aber direkt freilassen, weil dadurch, dass wir ja kein Creature discovered. Essen oder so benötigen, finde ich das ein bisschen quatschig. New Mal kurz blueprints hoch. synthesized. So. Gucken wir mal, dass wir das erstmal hier mitnehmen. Ja, das ist so ein Klaufisch. Die mag ich nicht so gern. Die ziehen mir nur die Sachen aus der Tasche. Blueprints synthesized. Should be able to use this. Also wir brauchen noch den Scanner definitiv, aber den holen wir uns gleich. Wenn wir erstmal ein bisschen schneller sind und so. Es sind echt sehr interessante Geräusche, die wir da immer wahrnehmen. New creature discovered. Kriegen wir da auch irgendwas Neues? Nee, tatsächlich nicht. Dachte vielleicht schon. I was a little nervous about Ich muss mal gerade gucken. Wir lesen uns das einmal durch. Robin. Ich war schon etwas nervös, einfach so in einem unbekannten Gebiet zu landen. Aber zum Glück scheint es hier reichlich Mineralien zu geben, die ich für Werkzeuge und Erweiterungen nutzen kann. Ich hatte wenig Lust, dass es wieder so wird wie auf Byzantos 5. Als mich Xenoworks dort abgesetzt hat, gab es kaum Rohstoffe. Ich musste mich 3 Monate lang mit nichts weiter als einem Messer, meinem Glücks-PDA und ein bisschen Seil durchschlagen. Naja, darauf bin ich immer noch ziemlich stolz. Wäre ich auch. I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. So, Radio towers is easy to spot, as Lil said. stimmt, da müssen wir ja auch noch hindern. Was benötigen wir denn für die Tauchflasche? Titan und Fasergewebe. Das holen wir uns gleich direkt. Wir können schon eine Batterie machen. Dann haben wir den Scanner schon mal. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. So. Alright, I have a scanner. Denn damit können wir gleich direkt den kleinen Siegleiter machen. Da muss ich nur gleich gucken, wo die Sachen dafür waren. Meine Stimme versagt heute mal wieder komplett. Tut mir jetzt schon leid an meine Zuschauer. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Ein bisschen aufpassen. Wir haben ja noch nicht so viel Sauerstoff. Oxygen. Das finde ich eher frieren, wollte ich schon sagen. Ja, man erfriert auch, wenn man nicht genug Sauerstoff hat. Mhm. Nee, das wäre ertrinken. Aber hey, it's a thing, würde ich sagen. So, da haben wir auch ein bisschen Kupfer noch. Das ist ganz gut. Jetzt finde ich die ganzen Seegleiter nicht mehr. Wow. Unser Plan, unser größerer Plan neben der Story wird auf jeden Fall sein, ein bisschen Basis aufzubauen. Oxygen. Denn die Basis, das ist schon wichtig. Besonders, weil wir sehr, sehr abseits von sinnvolleren Orten sind. Oh, die Geräuschkulisse ist halt einfach so abartig. Gucken wir mal. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wo genau die restlichen Seegleiter waren. Hier waren richtig, richtig viele auf jeden Fall in der Nähe. Das kann ich schon mal vorab sagen. So eine bedrohliche Geräuschkulisse hier. So unangenehm teilweise. Wo war das denn? Wir haben auf jeden Fall gleich ziemlich viel Quarz und das ist sehr, sehr gut, denn Quarz ist halt wieder so ein bisschen gefühlte Mangelware in Subnautica. Ist aber doch ziemlich wichtig. Oh nein!
Ich will dieses Klaufi nicht. Tschüss. Ich möchte nicht, dass mir was geklaut wird. Ich finde gerade irgendwie die Dings nicht wieder. Die ganzen Seegleiter. Es ist bedrohlich. Halleluja. Aber wir benötigen den Seegleiter, damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Denn wenn wir tiefer gehen, dann ist das schon sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir schnell vorwärts kommen. Da ist auf jeden Fall noch Quarz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn schon, denn schon. Das ist wichtig. Da war nichts mehr. Woher kommt denn das? Eieiei. Da ist aber ja irgendein Tierchen ein bisschen sehr unzufrieden, ne? Glaube ich. Gucken wir mal hier. Oxygen. Sind schon auf dem Weg. Use Oxygen. Sind wir denn hier? Wie weit sind wir denn schon weg? Hui. Es ist ein bisschen weiter weg, als ich irgendwie gedacht habe. Aber ich finde auch einfach diese Seegleiter nicht. Vielleicht hatte ich bei der letzten Aufnahme, die ich getätigt habe, die ich wahrscheinlich schon am Anfang angesprochen hatte. Einfach nur Glück. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch random, aber eigentlich nicht. Oxygen. Ach, Oxygen, ja. Oh, das könnte close werden. Aber da unten ist halt eins. Da will ich auf jeden Fall hin. Das ist sehr, sehr viel Quarz. Wir haben natürlich noch nicht so den Platz. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel tatsächlich mitnehme. Seegleit her, wo sei denn ihr? Hallo, Seegleit her. Aber auch das Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur dieselben Gegenden abgrase. Ich finde es immer noch sehr, sehr episch, wie schön Subnautica wirklich ausschaut. Es ist einfach, weiß ich auch nicht. Ah, guck mal. Habe ich doch recht gehabt. Eigentlich waren hier doch mehr, als ich dachte. Also, als ich jetzt gesehen hatte. So, wir nehmen das mal mit für diese Ressourcen. Dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen was herstellen, damit wir definitiv ein bisschen vorwärts kommen. So, Geräte. Wir können... Ach, Moment. Ich habe, glaube ich, ein bisschen verkackt. Wir müssen dann nochmal in die Kelp Zone. Sonst können wir den Rest gar nicht herstellen. Machen wir das mal fix. Die ist ja hier direkt nebenan, zum Glück. Das heißt, wir müssen nicht so weit weg. So, das... Oh, Inventar voll. Schon? Oh, das ist natürlich jetzt doof. Dann machen wir das einmal so, dass wir das einmal herauskicken. Dafür das, Oxygen. damit wir einfach mehr herstellen können. Denn ich weiß nämlich jetzt gleich auch schon, welcher Stop unser nächster ist. Und da müssen wir definitiv tiefer für. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Da brauchen wir Schmierstoff, Kupferdraht und was noch? Moment, Batterie.
Kupferdraht und Schmierstoff. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir das wirklich schon herstellen können. Ja, doch. Perfekt. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir noch eine Batterie herstellen könnten, denn ich habe das Gefühl, dass in dem Teil die Batterie wahnsinnig schnell leer ist. Aber das kann auch einfach sein, dass ich nur das so im Gefühl habe. So, die Map machen wir aus. Und dann werden wir direkt mal ein bisschen tiefer runter starten. Ach nee, Moment. Ich muss erstmal, vielleicht finden wir auch Geißelkörbchen, ja. Dann mache ich nämlich noch eine Batterie und ich muss einmal kurz meine Sachen wegbringen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Batterie ist hergestellt. Inventar ist relativ leer. Dann gehen wir nämlich jetzt mal... Moment, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen mich orientieren. Ich glaube nämlich, diesmal ist die Kapsel irgendwie ein bisschen anders gelandet. Aber ich kann mich auch vertun. Wir gehen nämlich jetzt ein bisschen tiefer. Ich muss mal gerade nur gucken, weil ich gerade ein bisschen verwirrt bin. Ob das auch wirklich der richtige Weg ist. Es scheint nämlich irgendwie nicht so. Mal, unser Schiff ist da. Da ist die Kelp Zone. Das heißt, wir müssten eigentlich da hinten hin, glaube ich. Was mich ein bisschen verwundert. Aber es kann natürlich sein, dass mein Schiff wirklich ein bisschen komisch gelandet ist. Ja, wir müssen da vorne hin. Denn der Next Stop, und das werdet ihr gleich sehen, ist ein bisschen tiefer. Und wir müssen auch noch ein paar Sachen hier unten dann farmen gehen. Das Gute ist aber, dass wir hier nicht ultra viel Sauerstoff benötigen, denn ihr seht da vorne so diese Sauerstoffpflanzen, und damit können wir nämlich ein bisschen Sauerstoff generieren. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency. Ja. So, wir hören nämlich hier ein ganz komisches Geräusch und müssen dem hinterher. That sounds like a distress call. Transmission of unknown Und da origin. hinten. Source of transmission depth calculated at Wir nehmen das aber approximately erstmal hier 400 mit, meters. weil das werden wir später auch definitiv noch brauchen. Hoffe, wir schaffen das überhaupt. Dem Sauerstoffanteil, ja doch. Hier sind ja auch Pflanzen. Da ruft uns nämlich jemand. Und zwar da drin. So. Wir könnten den Roboter noch, aber ich glaube, hier sind mehr als nur einer. Noch scannen. Sanctuary power critical. Hello? Is someone there? In a manner of speaking. We're running out of time. Dann rennen wir da mal hin. Schau mal, was der von uns will, ne? Seeking emergency storage medium. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? Wir scannen das einmal kurz. Ach nee, warum können wir das denn jetzt nicht scannen? How long have you been stored here? Longer than hoped. Warning. Sanctuary power critical. Ah, jetzt. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Ah, wiu. Hurry. So, und wir werden jetzt das Speichermedium einlegen bzw. anbieten. Mal gucken, was passiert. Storage medium accepted. Brace for transfer. Brace? What's happening?
Oh oh. Da ist wohl das PDA oder PDA nicht angenommen worden, sondern was anderes. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go. Das ist ja freundlich. Das ist ja sehr, sehr freundlich. This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Ja, eigentlich war unser Plan ja rauszufinden, was mit unserer Schwester passiert ist. Anscheinend ist unsere Mission ein bisschen abgewandelt worden. Naja, gut, ne? Oh, wir sehen ja noch mehr davon. Das habe ich tatsächlich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Nehmen wir natürlich mit. Ja, der nette Alien oder das nette Alien ist jetzt in unserem Kopf. Sehr freundlich, ohne zu fragen. Aua. Also, das würde ich ja nicht so tolerieren hier. Anstelle von Robin. So. Warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency Gehen wir mal wieder zurück. Und gucken auf dem Weg vielleicht einmal, ob wir ein paar Ressourcen finden. Denn uns fehlt einiges, was ziemlich wichtig wird irgendwann. Oh. Das hörte sich sehr, sehr nah an. Ich sehe aber hier tatsächlich gerade gar nichts. Doch da. Ist da Silber drin? Leider nein. Das ist das, was wir benötigen. Silber, und zwar eine Menge davon. Leider finde ich, sind die Aufschlüsse sehr mehr verteilt. Wobei, mir fällt gerade ein, wo die sein könnten. So, gehen wir mal da oben hin. Aber wir haben eigentlich schon relativ gut jetzt was gefunden. Finde ich. Nehmen noch die hier mit. Wenn wir schon hier sind, müssen wir alles eigentlich mitnehmen. Weil es nicht so einfach ist, am Anfang hier vernünftig runterzukommen. Oder nicht so, was heißt nicht so einfach, eher nicht so empfehlenswert. 30 seconds of oxygen remaining. So, gehen wir mal hoch und hoffen, dass hier kein böses Vieh gleich kommt, weil ich habe eben eins an der Seite gesehen. Ja, wir sind nicht so schnell bisher mit dem süßen Seegleiter. Seegleiter. Ja, Deutsch und Englisch vermischen. Kein Problem. Tschuk, 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 tschuk. Schwimmt irgendwas hinter uns her? Nein, Gott sei Dank. Im ersten Teil ist mir das nämlich mal passiert, dass ich durch eine nicht so schöne Zone geschwommen bin und ein bisschen verbaselt habe, was da so lauert. Und da habe ich mich ganz schön erschreckt. Oh, We annehmen. understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al-An. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. Perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race. But what are you doing here? That is a long story.
Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium Oops. to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. Oh. I have been disconnected from my network for so long I cannot locate the coordinates. Da wäre ich auch sehr, sehr frustriert. Das heißt, wir müssen die ganze Arbeit irgendwo alleine machen. Das war tatsächlich echt nicht unser Plan, als wir hier runter sind. Belastend, würde ich sagen. So, wir werden uns jetzt erstmal das Kreislauftauchgerät holen, denn das wird uns sehr, sehr weiterhelfen,